Wie kann man online Geld verdienen ohne besondere Kenntnisse und große Investitionen? Ganz einfach. Heute zeige ich Ihnen eine hervorragende Strategie für den Handel mit binären Optionen, mit der Sie gutes Geld verdienen können. Hallo meine lieben Freunde, ich bin mir sicher, dass die meisten von euch dieses Video über einen Handy ansehen und ihr wisst wahrscheinlich nicht, wie ihr euer Gerät effektiv nutzen könnt, damit es euch Geld einbringt. Wenn ihr euch dieses Video bis zum Ende ansehen, werdet ihr eine einfache, aber effektive Strategie lernen, die man sogar auf einem Handy anwenden kann, ohne einen Laptop oder Computer zu benutzen. Sie können mit dieser Strategie handeln, während Sie irgendwo unterwegs sind, bei der Arbeit, zu jeder Zeit. Sie müssen verstehen, dass der Bildschirm eines Handys viel kleiner ist und daher viel weniger Informationen anzeigt. Wir können hier also keine komplizierten Indikatoren verwenden, weil man dann nur verwirrt werden kann. In diesem Video werde ich eine Strategie demonstrieren, die nur aus 2 Linien besteht. Ich werde Ihnen die Einstellungen der Linien erklären und wir werden versuchen, heute mehrere tausend Dollar zu verdienen. Das erste Signal wird gleich eintreffen. Jetzt warten wir darauf, dass sich die rote und die grüne Linie kreuzen und ich erkläre Ihnen gleich nach diesem Video, worum es bei dieser Strategie geht und wie Sie sie anwenden können. Wir warten also darauf, dass die letzte Kerze schließt. Diese Kerze schließt, bildet sich vollständig und die beiden Linien kreuzen sich, was ein Signal für eine Senkung darstellt. Das Signal ist ein Abwärtssignal für die grüne Linie unter die rote Linie fehlt. Nun zum Indikator selbst. Wir öffnen das Menü der Indikatoren. Wir suchen den Indikator Moving Average, hier ist er, und klicken ihn zweimal an, wo dort 2 Linien hinzugefügt werden. Hier sind die Einstellungen für die erste Linie. Merken Sie sie sich und speichern Sie sie. Das ist hier wichtig. So sieht mein Abschnitt stille aus. Die zweite Zeile ist auf 56 eingestellt. Der Typ ist notwendigerweise EMA und hier ist es still. Es verbleiben noch 10 Sekunden, bis das Geschäft abgeschlossen sind. Wahrscheinlich wird sich die nächste Kerze in Rot bilden und sie werden uns 460 Dollar verdienen lassen. Wir haben eine Vorhersage für die Senkung gemacht. Die Vorhersage hat sich nach unserer Analyse als richtig erwiesen, sodass wir plus 92% auf den Betrag unserer Deals verdienen. Alles war sehr einfach. Wie wir sehen können, gibt es nicht viele Überschneidungen. Die letzte war vor langer Zeit und sie schloss mit Gewinn. Ich meine, das Geschäft mit der Kreuzung würde mit Gewinn abgeschlossen werden. Und hier ist eine weitere Kreuzung, die wir erwischt haben und auch sie hat uns Gewinn gebracht. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die man beachten muss. Also, Leute, wir werden jetzt über diese Regeln sprechen. So, wir werden, also Leute, ich denke, ich will hier ein Risiko eingehen und einen Deal für einen Anstieg machen. Wir sehen, dass die grüne Linie über die rote Linie gestiegen ist und einen Schnittpunkt gebildet hat. Das ist also ein Signal zum Kauf. Vielleicht hat das Signal in der Praxis schon funktioniert, aber ich steige nach einem solchen Rollback in den Markt ein. Hier bildet sich eine rote Kerze, der Preis geht auf dieses Niveau zurück. Ich denke, wir können das Niveau mit einer horizontalen Linie einzeichnen. Das Niveau, auf das der Kurs zurückgeht. So sieht es aus. Ein bisschen niedriger. Es hat sich durch die Küppe diese letzten Kerze gebildet. Und deshalb beobachten wir jetzt diesen kleinen Aufschwung. Also, die erste Regel, die ich erwähnen würde, dass wir eigentlich schon verwendet, ist sehr einfach. Wir müssen die Situation auf dem Markt verfolgen. Wenn es viele Überschneidungen auf dem Markt gibt, während die Signale sehr unklar und verwirrend sind, lassen Sie uns jetzt einen solchen Währungspaar finden. Hier ist ein schönes Beispiel. Der Markt befindet sich in einer Seitwärtsbewegung, sodass wir hier mindestens 2 Schnittpunkte sehen, die nicht schön aussehen. Technisch gesehen
kann man mit diesen Signalen Geld verdienen, aber es ist nicht empfehlenswert, es zu tun, wenn sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung befindet. Es gibt keinen Trendwechsel, nur eine flache Bewegung. Handeln wir nicht. Denn die Signale dieses Indikators sind innerhalb von Seitwärtsbewegungen ungültig. Genau wie hier. Wir müssen einen klaren steigenden oder fallenden Trend finden, der in einen entgegengesetzten umschlägt. Hier war es zum Beispiel eine Abwärtsbewegung. Wir können deutlich sehen, dass der Trend sich zu ändern beginnt. Ein starker Kauf kommt und wenn sich die Linie kreuzen, ist es ein Signal, das den Trendwechsel bestätigt. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir ein Geschäft abschließen. Nur in Fällen, in denen sich der Markt tatsächlich umkehrt, nicht während einer Seitwärtsbewegung. Also Leute, wir warten darauf, dass sich diese Kerze bildet. Es werden 4, 3, 2 Sekunden, bis sich die Kerze bildet. Voila, diese Kerze erscheint und wir eröffnen ein Geschäft. Wie kann man diesen Timer aktivieren? Ganz einfach. Wir gehen zu den Einstellungen und klicken auf diesen Timer hier. Es ist ein Timer für eine Kerze. Wir eröffnen ein Geschäft erst, wenn sich die letzte Kerze gebildet hat. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man zu früh in den Handel einsteigt, die Kerze zurückgeht und sich der Schnittpunkt verzögert. Dann würden Sie in den Markt mit einem falschen Signal betreten. Das kommt recht häufig vor. Um also solche dummen Fehler zu verwenden, sollten Sie die Timer verwenden und erst dann einsteigen, wenn sich die letzte Kerze gebildet hat. Wenn wir also den Markt analysieren, sehen wir, dass es sowohl eine schöne steigende als auch eine schöne fallende Bewegung gab. Der erste Schnittpunkt hat gut funktioniert, der zweite, der dritte wahrscheinlich auch, aber jetzt passiert etwas Seltsames. Also öffne ich ein paar weitere Geschäfte und den Verlust auszugleichen. Aber das hätte nicht passieren dürfen. Wahrscheinlich kommt es jetzt zu einer kleinen Korrektur und der Preis wird weiter steigen. Wenn wir den Markt in Bezug aus den Niveaus analysieren, können wir getrost sagen, dass diese Prozentzahl viel zu weit ist. Wir sollten uns also nicht gegen den technischen Analyse stellen. Achten Sie auf den Ort, an dem Sie ein Geschäft eröffnen, wenn sich der Markt bereits in der Nähe dieses wichtigen grünen Niveaus befindet, das wir markiert haben, würde ich wahrscheinlich kein Geschäft abschließen, denn es besteht die Gefahr, dass wir von diesem Niveau aus eine Korrektur erfahren, die das Geschäft vereiteln kann. Und das trotz der Kreuzung, die eigentlich ein Kaufsignal ist. Etwa hier. Und wir analysieren die Situation auf dem Marktflug und angemessen stellen sicher, dass es keine Widersprüche gibt und wir dienen mit dieser Methode Geld. Es gibt nur eine Sache, von der ich Sie warnen muss, damit Sie eine höhere Chance haben, Geld zu verdienen als andere. Also sehen wir. Leute, wir gehen ein Geschäft ein. Diese Kreuzung ist bereits 100% bestätigt. Jetzt werde ich einen sehr wichtigen Rat geben. Ich habe ihn bis zum Ende auch bewahrt für diejenigen, die sich die ganzen Videos ansehen. Dieser Ratschlag wird Ihnen helfen, die Gewinnrate Ihrer Geschäfte mit dieser Strategie zu erhöhen. Achten Sie auf die Verfallszeit und den Kerzenzeitrahmen, mit dem ich gerade arbeite. Für diejenigen, die das nicht verstehen, werde ich erklären. Mein aktueller Kerzenzeitraum beträgt 30 Sekunden. Was bedeutet das? Eine solche rote oder grüne Kerze 30 Sekunden braucht, um sich vollständig zu bilden. Und die Verfallszeit meines Deals beträgt derzeit 2 Minuten. Also wenn ihr eure Gewinnrate mit dieser Strategie wirklich erhöhen wollt, denkt daran, dass die Zeit eures Deals mindestens 3 bis 5 Mal größer sein sollte als der Zeitrahmen der Kerze. Es ist sehr einfach erklärt. Ein Signal über einen bevorstehenden Trendwechsel, das der Indikator gibt, ist nicht unmittelbar. Wir könnten mit einer Korrektur oder einem Rollback konfrontiert werden und dadurch verlieren. Aber zum Beispiel sehen wir gerade jetzt eine erstaunliche Schnittmenge, die uns sagt, dass der Markt früher oder später innerhalb der Zeitspanne, die wir auf dem Bildschirm sehen können, definitiv fallen wird. Und um uns vor den Risiken zu schützen, die wir beim Handel in dem kurzen Geschäft
angehen. Rollback, Marktschwankungen. Hier verlängern wir einfach die Fähigkeit eines Geschäfts. Wenn Sie mit einer längeren Zeitspanne handeln, im Vergleich zur Zeit einer Kette erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen mit dieser Strategie erheblich. Also ich hoffe, das ist klar. In der Zwischenzeit haben wir ein weiteres profitables Geschäft. Ich bin froh, dass wir heute fast $2000 in nur 10 Minuten verdient haben oder 15 Minuten, ich weiß es nicht. Ich werde mir weiterhin mit dieser Strategie auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal handeln. Also wenn Sie daran interessiert sind, klicken Sie den Link auf dem angefügten Kommentar. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.